Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Alles klar? Alles klar, Alter. Ja, hallihallo, hier sind mal wieder die Matrixer mit der sympathischen Shiva und dem wunderbaren. Jonathan. Wir haben ja bereits ein Video über die 7 Stufen des Erwachens gedreht, kennt ihr ja vielleicht. Und am Ende dieser 7 Stufen steht die Luzidität im Alltag. Da erkennt man dann auch in diesem Zustand, dass wir in unserem Alltagsbewusstsein in der tiefstmöglichen Hypnose, Matrix-Hypnose überhaupt sind. Also wir wurden nicht nur mit Amnesie belegt von diesen Vergessenheitsmaschinen, sondern haben hier auch Hypnosemaschinen, die uns immer wieder in dieser tiefen Trance hält, damit wir nicht erkennen, wer wir wirklich sind, wo wir herkommen, dass diese Realität nur bestmöglichst getarnt ist und damit wir sie eben auch nicht hinterfragen. Wenn man plötzlich aus dieser Hypnose herausfällt, erkennt man, wie stark man in dieser Hypnose war. Man erkennt, was alles getarnt ist in dieser Realität. Man erkennt und sieht aber auch plötzlich die ganzen Vorteile, wenn man plötzlich luzid im Alltag geworden ist. Und genau, darum wird dieses Video sich heute drehen, über die Matrix-Hypnose, unter die wir alle gesetzt werden, sobald wir hier inkarnieren. Ja, richtig. Wir haben ja bereits in einigen unserer Videos diese Vergessenheitsmaschine oder Amnesiemaschine oder Oblivion erwähnt, mit der eben dafür gesorgt wird, dass sich eine Schöpferseele in ihrer Inkarnation sich nicht an die vorherigen Leben erinnern kann und zudem auch noch dafür sorgt, dass man sich nicht erinnert, wer man wirklich ist und woher man gekommen ist, wie man in die Matrix eingetreten ist. Wir alle haben ja Personalausweise oder Reisepässe und darauf steht ein Name, den wir von den Eltern bekommen haben, ein Geburtsdatum, das wir selbst nicht überprüfen können, uns aber erzählt wurde, dass wir dann geboren worden sind und so weiter. Wir bekommen also, sobald wir in die Inkarnation eintreten, sofort schon eine neue Identität, eine Art Cover-Identität oder eine Identität über unserer wahren Identität, und mit der laufen wir dann durch die Gegend und erinnern uns an gar nichts. Das ist ja auch zum Beispiel bei Reinkarnationsleben so. Die meisten Menschen haben starke Probleme, sich an ihr vorheriges oder vorvorheriges Leben zu erinnern. Und das hat eben alles mit dieser Amnesiemaschine zu tun, die eben dafür sorgt, dass wir keinen Zugriff auf diese Erinnerungen besitzen, die ich erwähnt habe. Ja, also neben der Vergessenheits- oder Amnesiemaschine existiert also noch eine Hypnosemaschine, könnte man sagen. Und diese Hypnosemaschine sorgt eben für die größtmögliche Hypnose, die überhaupt bekannt ist. Die ist noch nicht einmal so stark wie eine Hypnose, die vielleicht durch einen Hypnotiseur ausgeführt wird. Nein. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass man diese Hypnose durchbricht, als ersten Schritt, und als zweiten Schritt eben die Amnesie durchbricht, um die Matrix verlassen zu können. Wir geben euch natürlich auch einige Tipps und Tricks, wie ihr lernen könnt, mit der Hypnose umzugehen, wie ihr da lernen könnt, auch auszusteigen, Schritt für Schritt jedenfalls, oder wie ihr auf einmal komplett aussteigen könnt. Auch da gibt es eine Möglichkeit, die wir gefunden haben. Und diese Möglichkeit ist eben, die Luzidität im Alltag zu erreichen. Ja, die Hypnose der Matrix. Ein sehr krasses, starkes Thema. Dir fällt eigentlich gar nicht auf, dass du unter Hypnose stehst. Und das ist das ja mehr oder weniger Gruselige daran. Wir haben ja alle einen Verstand und ein Ego bekommen. Und dieses Ego hält unsere kontinuierliche, schön seichte Alltagsrealität aufrecht. Und zwar so gut, dass wir nicht dazu kommen, diese zu hinterfragen, weil ja eben alles smoothig abläuft. Ja,
Die Hypnose innerhalb der Matrix ist natürlich dazu da, damit wir beispielsweise die Statisten nicht erkennen in der Matrix. Dass wir nicht erkennen, dass die Matrix bzw. unsere Alltagsrealität ja ein hochfortschrittlicher Computer ist oder eine Computersimulation. Und die Hypnose in der Matrix sorgt auch dafür, dass uns die Gebäude als fest und kompakt erscheinen und nicht als Kulisse. Denn wenn man einen dissoziativen Zustand beispielsweise betritt, sieht man plötzlich die Statisten und natürlich auch die Kulissen, die innerhalb einer Wahrnehmungssequenz aufgestellt wurden, um uns eine bestimmte Realität vorzugaukeln. Und die Dissoziation ist ja schon der erste Schritt. Ja. Ne? Zu versuchen, diesen tiefen hypnotischen Zustand zu unterbrechen. Ja, also man erkennt, sobald man aus der Hypnose einmal ausgetreten ist, wie stark unsere Realität getarnt ist. Man erkennt, dass alles nur gespielt ist, alles, was du tust, dass es alles Illusion ist, dass man in einer tiefen Dualität steckt, emotional betrachtet, das Ego eben, in einer tiefstmöglichen Trennung. Ja, die Enttarnung bezieht sich eben nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf alles im Außen. Du erkennst plötzlich eben, wer steckt wohinter. Wenn dir ein anderer Mensch begegnest, erkennst du sofort seine wahre Absicht. Lügt er dich an, du siehst es sofort, ob ein Mensch sich tarnt, ob er eben seine Absicht tarnt, ob er authentisch oder ehrlich ist. Du erkennst die Absicht hinter allen Situationen, hinter allen Handlungen. Also alles ist eigentlich getarnt und das siehst du einfach nicht im normalen Alltagszustand. Und ja, das ist schon sehr, sehr spannend, diese Tarnung. Und wenn die Realität dann plötzlich enttarnt ist und du alles erkennst und weißt und plötzlich auch, du hast dann plötzlich einfach auch dieses innere Wissen, ne? Ja, also du hast, ja. da ist kein Zweifel mehr, kein Verstand, der dir im Weg steht auch, ne? Und plötzlich siehst du, oh, das ist der macht das, darum das. Das ist sowieso alles Fake und es ist schon, Ja, in einem dissoziativen Zustand erkennt man, wie die Welt wirklich ist. Und jemand, der wirklich erfolgreich in den dissoziativen Zustand eingetreten ist, der sieht, wie es ist. Und daher ist es auch so schwer, Menschen vom Gegenteil zu überzeugen, zu dem, was sie innerhalb der Dissoziation wahrgenommen haben. Weil sie sehen die Wahrheit, könnte man sagen, wie es wirklich ist. Wie alles wirklich aufgebaut ist. Sie sehen nicht alles auf einmal. Ja, so ist es nicht. Das Wissen wird also nicht serviert zu 100% auf einem silbernen Tablett. Aber man sieht eben Häppchen der Wahrheit. Und immer mehr Häppchen sieht man, je länger man in diesem Zustand ist oder je häufiger. Und so agieren diese Häppchen wie Puzzleteile, die man dann sammeln kann und kann die dann zusammenstecken. Und irgendwann ergibt das ein größeres Bild der Realität und wir können garantieren, dieses größere Bild der Realität umgibt alle Realitäten und verändert auch sehr intensiv und stark das Weltbild, das uns eigentlich hier im Alltag von Lehrern, Eltern, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. ja, all das eben vermittelt worden ist. Genau, die Dissoziation ist ein Weg, aber sobald du komplett aus der Hypnose mit einem Schlag ausgetreten bist, ist das Ganze, bekommst du nicht nur Puzzleteilchen und musst alles zusammensetzen, dann ist es schlagartig. Die ganze Realität ist instant enttarnt. Das ist wie auf dem Holodeck, wenn der Computer ausfällt und du dann plötzlich nichts mehr von all dem siehst. Ganz so krass ist es nicht. Da gibt es dann noch ein paar weitere Stufen nach der Luzidität im Alltag, aber die komplette Enttarnung auf einen Schlag kann dich schon mal aus den Socken hauen, aber ist auch sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. Das haut einen schon aus den Socken, da hast du recht. Und schockt einen auch. Durchaus möglich, Leicht. dass einen das schockt. Ne? Den einen weniger, den anderen mehr. Aber was du vorhin gesagt hast über die Dualität, ne, die Spaltung unter den Menschen, ist auch sehr wichtig, damit diese Hypnose und diese Vergessenheit eben weiterhin aktiv bleiben kann.
Wenn sich die ganze Menschheit vereinen würde und alle Menschen würden an einem Strang ziehen, sehe unsere Welt ganz anders aus. Und darum ist es wichtig, eben die Matrix so gestaltet zu haben, dass Dualität möglich ist. Gut und böse, schlecht und gut und so weiter. Und dass unsere Matrix eine computergenerierte Simulation darstellt, erkennt man interessanterweise auch daran, wenn man sich Bilder von dem Planeten Erde, auf dem wir hier sind, anschaut. Denn darauf sieht man die ganzen Kontinente. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hätte und würde jetzt die ganzen Landteile ausschneiden, kann man sehen, dass man die zusammenschieben kann. Die passen alle aneinander. Das heißt, es muss also mal eine Zeit gegeben haben, in der es eben ein Land gab, ein Kontinent, ne, und Wasser. Genau. Und da sieht man ja auch schon die Symbolik darin. Ne? Die ganzen Kontinente sind auseinandergedriftet. Überall sind dann unterschiedliche Sprachen entstanden, unterschiedliche Urzeiten, unterschiedliche Kulturen, ne? Unterschiedliches Aussehen so ein bisschen. Und all das hat eben zu dieser Spaltung, zu dem Dualismus beigetragen. Ja. Du siehst dann auch plötzlich, dass die Menschen so tief verstrickt und verhaftet sind in ihrer Alltagsrealität. Sie sind so tief in ihrem eigenen Spiel drin, und das erkennst du dann ganz leicht plötzlich. Die nehmen ihre Rolle sehr ernst, also sie spielen ganz wichtig das, was sie gerade tun. Und ja, es ist irgendwie witzig anzuschauen, aber auf der anderen Seite auch ein wenig erschreckend, denn daran erkennt man, wie tief die Matrix uns hier in ihrer Hypnose gefangen hält und wie schwer es ist, da eigentlich rauszukommen. Denn das betrifft ja nicht nur einen einzelnen Menschen, der da jetzt eine Rolle spielt, sondern die gesamte Menschheit, bis auf die Statisten, wie auch immer. Aber alle Schöpferseelen sind eben von dieser tiefen Hypnose betroffen. Und das ist schon ein ganz schöner Brocken, würde ich sagen. Ja. Oder denkt zum Beispiel daran, ihr möchtet etwas in eurem Leben ändern. Was wird denn so meistens auf dem spirituellen Sektor dann empfohlen? Ja, das Glaubenssatzprogrammierung, Umprogrammierung, Rekonditionierung, Affirmationen, Suggestionen. Ja, warum gibt es die denn alle? Warum muss so man, spannend. ja, warum muss man denn so vorgehen? Dass man also die schlechten Glaubenssätze raussucht und die durch positive ersetzt. Warum ist das so? Um sich eben selbst zu hypnotisieren. Ne? Um also die vorherige Hypnose eben zu verändern. Glaubenssätze lösen die Haupthypnose nicht auf, Nein. aber man kann kleine Elemente ändern. Ne? Zum Beispiel glaubt man immer daran, dass man arm ist. Ja. Also wird empfohlen, du sollst jetzt Glaubenssätze aufbauen, die dir eben sagen, dass du reich bist, dass du vermögend bist oder wohlhabend, dass du gut verdienst und so weiter. Das sind dann halt alles Programme, die eben versuchen, die bestimmten Teile deiner Hypnose, die du bisher gelebt hast, ein bisschen abzuändern, damit es dir etwas besser geht. Ja? Und da erkennt man auch, dass wir uns eigentlich in einer Hypnose befinden. Denn wieso ist eine Gegenhypnose dann notwendig? Eben. Und sobald du aus dieser Hypnose rausfällst, wirst du feststellen, dass jeder Glaubenssatz jemals überflüssig war und sie auch instant alle wegfallen. Du wirst keinen Glaubenssatz mehr haben. Du bist wie ein unbeschriebenes Blatt dann plötzlich. Und dich kann nichts mehr von außen beeinflussen. Niemand kann dir mehr was vormachen. Vermutlich wirst du auch dann plötzlich erkennen, wer wirklich hinter diesen ganzen Machenschaften und was weiß ich steht. Also du wirst die Politik nicht mehr nur hinterfragen müssen. Du wirst sie plötzlich erkennen und verstehen. Die Wirtschaft, die Industrie, alles. Du wirst einfach alles erkennen, wie es wirklich ist. Instant. Ja. Das ist sehr abgefahren. Richtig. Und wie gesagt, also Glaubenssatzprogrammierung als Gegenhypnose in bestimmten Themenbereichen und natürlich auch die Träume. Ja. Die Träume sind halt für uns ja, wenn wir morgens aufwachen, immer irgendwie nur ein
für die meisten Menschen ein Trübtraum, Erinnerungsfetzen, die man irgendwie so erinnern kann am Morgen. Und das hängt natürlich auch mit der Hypnose zusammen. Ja, auch mit der Hypnose zusammenhängt oder was du dann erkennen wirst, wenn du raus bist, dass die ganze Spiritualität auch unterwandert ist. Es existiert eigentlich im Grunde genommen, ich erkläre später noch, dass es natürlich trotzdem irgendwo seinen Sinn hat. Du wirst erkennen, dass die einzig wahre Technik tatsächlich die Gedankenstille oder die Dissoziation ist. Und alles, was dir in der Spiritualität begegnet, ja, ich möchte nicht sagen, kann man jetzt vergessen, aber das sind alles Happen, die dir hingeworfen werden. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Nein, ich wüsste jetzt auch keine Namen, aber ihr wisst ja, von wem wir sprechen. Die dir hingeworfen werden, da deine Seele, ja, sie ist neugierig, hat Faszination, möchte lernen, möchte sich entwickeln. Und das sind die Happen, die dir hingeworfen werden, damit du dich ein bisschen entwickelst, aber nicht so sehr, dass du da plötzlich deine ganze Realität hinterfragst und vielleicht womöglich auch noch aufwachen könntest. Und in dem Zustand, wo die Hypnose wegfällt, erkennst du eben, dass das alles ein getarntes Spiel ist, diese ganze Spiritualität, die ganzen ja, Möglichkeiten, spirituell zu sein, oder? Ja, Und ja. ich möchte aber jetzt die ganzen Vorgehensweisen oder Techniken oder Möglichkeiten, Methoden nicht absprechen. Klar, es gibt natürlich auch den Weg, langsam aus dieser Hypnose zu erwachen. Und ja, wenn man die richtigen Sachen hat, kann man natürlich auch mit diesen Happen schrittweise aus dieser Hypnose irgendwann rauskommen. Aber die einzig wahre Methode ist einfach und bleibt die Dissoziation. Ja, man erinnert sich ja auch beispielsweise an den Relativismus. Der Relativismus sagt aus, dass eben alles möglich sein kann, was ja auch stimmt, aber das hat letztendlich dazu geführt, dass eben jeder Mensch seine eigene Interpretationen innerhalb des spirituellen Sektors besitzt. Ne? Der eine glaubt an Ashtar, das Raumfahrtkommando, der andere glaubt an Kryon, der andere glaubt an Metatron, den Erzengel, und wieder andere glauben, dass es keine Matrix gibt. Dann gibt es wieder welche, die glauben, ja, dass es die Matrix gibt. Die anderen glauben, alles ist natürlich, die anderen glauben, alles ist künstlich und. Und das sorgt letztendlich dafür, also dieser, ja, gewaltige Schwall an Informationen, die so in den spirituellen Sektor geschossen werden, wie Shiva das ja gerade erklärt hat, sorgen dafür, dass eben ganz viele Meinungen bestehen. Ja, aber was machen diese Meinungen letztendlich? Sie teilen die ganzen spirituellen Leute, weil jeder plötzlich was anderes glaubt. Und jeder hat seine Interpretationen, seine Betrachtungen, seine Meinungen, seine Überzeugungen. Und darum versuchen wir auch immer wieder mitzuteilen, dass die Dissoziation die einzige Möglichkeit ist, in einen Zustand zu kommen, in dem Interpretationen nicht mehr möglich sind. Das heißt, das Ego wird ja vorübergehend deaktiviert und ist dann auch nicht mehr in der Lage, auf den Verstand zuzugreifen und bestimmte Situationen zu interpretieren und sich daraus eine Meinung zu bilden. Die Dissoziation hingegen zeigt die Dinge, wie sie wirklich sind, jenseits von Meinungen, Überzeugungen oder Interpretationen. Und darum ist es so wichtig, ne, die Dissoziation, die spirituelle Dissoziation als Mastertechnik zu erkennen, weil da sieht man, wie es wirklich ist. Und jeder, der bisher irgendwie in einen dissoziativen Zustand gekommen ist, der hat die Dinge ja auch alle gesehen. Ist ja nicht so, dass der eine dann das gesehen hat, der andere das, der andere das, der andere das. Nee, die haben alle das Gleiche gesehen. Und das macht es doch schon sehr interessant. Sobald du aus der Hypnose rausgehst, erkennst du auch weiteres. Und zwar, normalerweise hast du ja viele, viele Stimmen in deinem Kopf, dank des Egos. Und ja, darunter zum Beispiel auch den Zweifler. Der zweifelt eben Entscheidungen an, Gedanken an oder was weiß ich. Gehe ich jetzt diesen Weg oder diesen Weg? Mache ich das lieber so oder so? Ach, ich weiß nicht. Und raus aus der Hypnose bedeutet auch, dass du keine Entscheidungen mehr treffen musst. Das ist sehr spannend gewesen. Plötzlich
weißt du den Weg einfach. Du gehst einfach nur noch den Weg, denn niemand ist mehr da. Dein Ego ist ja fortan stumm geschaltet, so gesehen. Und niemand kann da mal reinreden und sagen, oh, der Weg oder soll ich hier machen oder da machen oder vielleicht doch nicht oder ganz was anderes. Plötzlich gibt es nur noch diesen einen Weg und du gehst ihn einfach, weil du dann auch direkter verbunden bist nach oben mit deiner Intuition und ja, finde ich auch sehr spannend. Ja. Du kennst deinen direkten Weg, ne? Zu deinem wahren Selbst, zu deiner Erinnerung, um aus der Hypnose herauszukommen. Den Weg siehst du dann irgendwann, ne? Innerhalb des dissoziativen Zustandes. Du siehst ihn irgendwann und dann weißt du auch, wo es lang geht. Genau. Ne? Vorher läuft man mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter, ne? Und weiß nicht so hundertprozentig, ob das jetzt gut war oder nicht. Ne? Und das ist eben der Punkt, denn der Verstand in Verbindung mit dem Ego erzeugen eine getarnte Realität. Und diese getarnte Realität legt sich dann über die wahre Erkenntnis über die Realität. Und die Dissoziation ist daher die einzige Technik, die es eben schafft, dass man eben den Verstand und das Ego temporär deaktiviert, um eben für einige Minuten in den dissoziativen Zustand zu kommen oder vielleicht auch für ein paar Stunden, je nachdem, wie mutig jemand ist und wie offen, wie stark und wie intensiv er auch seinem höheren Selbst und dem Prozess vertraut. Über die Hypnose oder Luzidität im Alltag sprechen wir im nächsten Video auch noch intensiver mit einem sehr spannenden Erlebnis und deswegen werden wir jetzt auch weitergehen und euch mal die Vorteile gleich nennen, die es nämlich hat, wenn man eben nicht mehr unter Hypnose der Matrix steht oder luzid im Alltag ist. Wir hatten noch abgefragt, wie viele Menschen auf diesem Planet oder Schöpferseelen denn tatsächlich luzid im Alltag oder komplett raus aus der Hypnose sind und es sind nicht mal 4 Hände voll. Und das ist schon sehr strange, sag ich mal. Ja, eigentlich ein trauriges Ergebnis bislang. Ne? Ja. Das schon. Ja. Also es gibt natürlich auch einige, die sind sozusagen prä-luzid. Vielleicht mehr als man denkt, das weiß man nicht. Aber so richtig 100% die Realität enttarnt gibt es noch nicht besonders viele auf der Welt. Dann gehen wir mal zu den Vorteilen über. Sobald du 100% luzid im Alltag bist und 100% raus aus der Matrix-Hypnose. Als allererstes würde ich halt sagen, was man direkt sieht und enttarnt, ist, dass der Körper eben unsterblich ist, dass Krankheit, Altern, Tod eine komplette Illusion sind, so gesehen auch unlogisch und dass das nicht existiert. Du enttarnst es sofort und ja, damit ist all diese 3 Sachen sind dann fortan nicht mehr möglich. Der Glaube an Gut und Böse, der wird in dem Moment auch enttarnt. Und da erkennt man eben, dass die Dualität eigentlich nur auch eine weitere Form der Illusion ist, dass eben ja, Gut und Böse eigentlich miteinander zusammenarbeiten. Ne? Oder besser gesagt, dass dieser Dualismus aus derselben Quelle kommt. Und in diesem enttarnten Zustand, beziehungsweise wenn man vollständig im Alltag luzid geworden ist, dann erkennt man eben die ganzen Tarnungen und kann sie auch durchschauen bzw. auflösen. Und dadurch erkennt man, dass die Dualität an sich so nicht existiert, sondern sie ist inszeniert, könnte man sagen. Was weiterhin wegfällt, sind Emotionen. Was aber übrig bleibt, sind wahre Gefühle. Also die Emotionen, die halt bewerten, werden einfach wie ausgelöscht sein. Im Weiteren ist das ja jedem ein Begriff, dass man Blockaden hat, Traumata, Ängste und dergleichen, die alle nur innerhalb des dualistischen Denkens existieren können. Diese fallen natürlich auch automatisch weg. Selbst Traumata aus der Kindheit oder aus der Jugend, die vielleicht wirklich schlimm gewesen sind, lösen sich aber trotzdem auf, als hätten sie nie stattgefunden. Des Weiteren lernst du schneller und nimmst schneller Informationen auf, da du keinen Ego-Filter mehr hast. Also alle Filter, die du bisher hattest und dich in der Hypnose gehalten haben, fallen weg. Das heißt, du kannst jetzt plötzlich wahre Informationen sammeln, aufnehmen, besser analysieren und auch deinen Verstand zum ersten Mal wirklich nutzbringend einsetzen.
Ja, ja, klar, wenn man aus dem dissoziativen Zustand wieder herauskommt und Ego schaltet sich wieder ein und der Verstand schaltet sich wieder ein, dann wirst du natürlich wissen, was du gesehen hast. Es wird deine Glaubenssätze, die du bis zu diesem Zeitpunkt hattest, natürlich stark verändern. Aber um anderen das mitzuteilen, was du in der Dissoziation wahrgenommen hast, äh, da fängst du natürlich auch wieder an zu interpretieren. Ne? Beziehungsweise man kann dann erzählen, was man erlebt hat, aber das Problem ist sekundär, dass man selber vielleicht irgendwie etwas reininterpretiert oder dergleichen, aber primär das Problem ist, dass die anderen dann anfangen zu interpretieren, was du ihnen erzählst. Und das merken wir ja auch, wenn wir über diese Zustände sprechen oder über unsere Erkenntnisse sprechen, unsere Schlussfolgerung, da merken wir auch, dass die teilweise ganz anders verstanden werden, als wir das so dargestellt haben manchmal. Ne? Und darum ist es ja auch nur sekundär wichtig, was wir erzählen. Das soll ja nur helfen, richtungsweisend sein. Wir können ja nur die Tür zeigen. Durchgehen müsst ihr alle selbst. Aber wichtiger ist es, dass jeder, der sich für diese Themen interessiert, selbst die Dissoziation erlernt, damit er es selber sehen kann. Und erst wenn er es selber sieht, wird er das auch alles hundertprozentig verstehen. Ne? Denn das, was wir machen, nämlich einfach Aufklärung über Worte, wird immer für irgendwelche Missverständnisse sorgen oder für Interpretationen sorgen, für Bewertungen, ne, weil man ja dann noch in der Dualität drin ist. Und darum ist es so wichtig, dass man das selbst erlernt und selber nachgucken geht. Also das kann man nicht oft genug erwähnen, oder? Nee, nee, wirklich nicht. Also, ja, ein weiterer Vorteil ist, dass du natürlich alle, wie wir schon gesagt haben, alle Tarnungen durchschaust. Wie gesagt, in Politik, Wirtschaft, Spiritualität, die Menschen an sich, ihre Handlung, ihre Denkweise, alle Situationen, eben alles ist enttarnt und du erkennst die wahre Absicht aller Dinge, wie alles wirklich ist. Und durch die Erkenntnisse und Einsichten, die man eben in einem dissoziativen Zustand erkennt, sorgt das auch automatisch dafür, dass sich viel Gedankenmüll, sage ich mal, der sich so im Laufe des Lebens angesammelt hat, verschwindet. Weil man dann plötzlich nicht mehr 100 Interpretationen zu einer Sache im Kopf hat, sondern nur noch eine. Das ist auch sehr befreiend und sehr erleichternd, wenn so viele Gedanken wegfallen. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass man die ganzen hunderten Gedanken nicht mehr denkt und dadurch Energie spart. Außerdem dazu noch fällt natürlich vieles weg, was plötzlich erkennt man, wie unwichtig vieles ist, da ja eben die ganze Realität gespielt wird. Sind ja in einem Traum und spielen unsere Rollen und da erkennt man dann eben auch plötzlich, wo das wahre Interesse liegt, sage ich mal. Und damit fällt ein ganzer Haufen weg, was natürlich eine Menge Energie auch anspart. Ja, eben. Denn die Gedanken, die wir ja tagtäglich denken, man spricht ja hier von über 60.000 Gedanken, da könnt ihr euch vorstellen, wie viel psychische Energie das kostet, die jeden Tag zu denken. Wenn ihr natürlich in die Dissoziation eintretet und plötzlich diese Erkenntnisse bekommt und so viele routinierte Gedankengänge wegfallen, dann sind wir nicht mehr bei 60.000 Gedanken am Tag, dann vielleicht nur noch bei 6.000 oder 5.000 oder weniger. Ja? Und da sieht man schon ja, den lukrativen Anteil dessen, wenn man nicht mehr so viel denkt, was das bewirkt. Und je mehr Energie man ansammelt, desto leichter wird es auch in andere Bewusstseinszustände zu kommen und auch wieder zu dissoziieren oder zu luzide zu träumen oder Astralreisen zu machen oder seine Zirbeldrüse zu aktivieren. Generell fallen ja eben auch die ganzen Stimmen im Kopf weg. Das heißt, das Dissoziieren wird dir instant gelingen. Das heißt, weil da plappert ja dann keiner mehr, weil das Ego und seine Filter nur ausgeschaltet sind, wenn du aus der Hypnose raus bist. Und ja, das ist auch sehr angenehm. Ja. Ja, dann haben wir noch körperliche Vorteile, würde ich sagen. Du erkennst natürlich auch du hinterschaust natürlich auch die Lebensmittelindustrie, die Nahrung und dadurch werden natürlich auch deine Allergien wegfallen, denn du siehst auch hier, dass die alle getarnt sind und dass die nicht
wirklich existieren. Ja, naja, klar. Also man kehrt so Schritt für Schritt wieder zu seiner Blaupause zurück. Genau. Darum, wir sagen nicht, dass das alles an einem Tag geschieht oder in einer Minute. Das wiederum heißt aber auch nicht, dass das nicht so möglich wäre. Ja, Ja? es ist tatsächlich. Aber ich würde sagen, so 99% aller Fälle ist es so, dass man eben Schritt für Schritt versucht, in den Zustand zu kommen, innerhalb des Alltags darin luzid zu werden. Was man noch erkennen kann, dass man auch gar nicht mehr frieren muss, schwitzen muss, heiß und kalt fallen weg, essen, auch so ein Thema, wird dann auch nicht mehr nötig sein. Du hast ja deinen Energie- oder Astralkörper, der holt dir so viel Energie, du bist ja nicht mehr abgelenkt oder im Außen, du wirst dann zwangsläufig dich von deiner eigenen Energie ernährt, sag ich mal. Ja, ja, klar, von seiner eigenen Energie, das ist richtig. Also um das jetzt so ein bisschen grob zu formulieren, stellt euch vor, was in einem luziden Traum möglich ist. Dann könnt ihr in etwa abschätzen, was möglich ist, wenn ihr luzid im Alltag werdet. Ja, kurz gefasst, so kann man es gut. Wir hätten das Video sparen können. Nein. Ja, genau, ein Satz hätte eigentlich gereicht. Genau. Ja, also es hat natürlich noch sehr, sehr viel mehr Vorteile und man kann noch viel mehr erkennen. Aber da das Video schon wieder sehr lang ist, kommen wir jetzt mal dazu, euch zu erzählen, grob, wie man denn den Zustand der Luzidität im Alltag erreichen kann. Wie gesagt, gibt es 2 Möglichkeiten, die wir festgestellt haben. Eine schnelle oder eine spontane und eine schrittweise. Vielleicht erklären wir euch mal, wie man dann schrittweise dahin kommt. Das sind im ersten Schritt, würde ich sagen, ja, dass man eben die Dissoziation praktiziert. Der zweite Schritt ist natürlich, das heißt nicht, dass der Schritt danach kommen muss. Nee, das sollte man schon parallel tun, denke Ja, ich. parallel. Ne? Dass man eben lernt, ein gesundes Misstrauen zu entwickeln gegenüber der Realität. Macht nicht den Fehler, dass ihr das Misstrauen unbedingt jetzt Einzelpersonen gegenüber zum Ausdruck bringt. Ne? Dass ihr euch eine Person rauspickt und dann voll misstrauisch seid oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um euch selbst, dass ihr euch misstrauisch selbst beäugt. Ne? Und natürlich vielleicht die Realität um euch her. Vielleicht entdeckt ihr dann Matrixfehler. Ja, einfach die Realität hinterfragen. Ja. Stimmt das, was ich sehe und wahrnehme oder interpretiere? Ja, richtig. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man eben dieses gesunde Misstrauen entwickelt. Ne? Realität hinterfragen, Matrix hinterfragen, kleine Fehlerchen, die in der Matrix auftauchen oder unlogisch erscheinen, hinterfragen, Dinge hinterfragen, die einen so wundern über die Matrix und das Gleiche auch bei sich selbst anwenden. Um spontan luzid im Alltag zu werden und direkt die Realität zu 100% zu enttarnen, wären die Déjà-vus. Wie wir jetzt festgestellt haben und im nächsten Video ausführlich darüber berichten werden. Ja, also das bedeutet, Instant erwachen heißt innerhalb von Sekunden oder Minuten. Und da haben wir eben entdeckt, dass da die Déjà-vus eine Verbindung aufweisen, eine Brücke darstellen. Ne? Und natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten und Methoden, das schrittweise zu erreichen. Weil viele Menschen wollen ja eventuell gar nicht innerhalb einer Minute aufwachen. Weil der Schock wäre vielleicht etwas sehr groß. Wir versuchen ja durch unsere Videos da schrittweise eine Person hinzuführen. Aber es kann natürlich sein, von 1000 Leuten, die uns zusehen, dass einer von denen plötzlich mal innerhalb von einer Minute vollkommen luzid wird im Alltag. Aber bevor wir uns jetzt da noch weiter zu äußern, empfehlen wir euch, unser nächstes Video zu diesem Thema anzuschauen. Und da wird es richtig spannend. Da gehen wir in die Praxis, beziehungsweise ja, wie das im Praktischen aussieht oder aussehen kann. Ne? Und ich werde euch versichern, das wird spannend. Ja, das wird euch von den Socken hauen. Wir danken euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn ihr noch ein paar Kommentare habt oder ja, wie immer, ihr könnt unser Video teilen, liken, Kommentare drunter schreiben, was immer ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für euch, genau. Ciao.